Ja, hey, ich bin Johanna und in diesem Video geht es um das größte Mittelalter-Festival Europas, das Kaltenberger Ritterturnier. Also wenn du dort mit deinem Auto ganz normal für ein Tagesticket eben anreist, dann bekommst du dort eben einen Stellplatz zugewiesen, der dann nochmal on top 5 € kostet, die du dann dort direkt zahlen musst. Und die Atmosphäre schon direkt nach dem Eintritt auf das Gelände ist schon sehr besonders, muss man sagen. Viele Leute kommen natürlich kostümiert, die einzelnen Gerüche aus den Ständen und Tavernen, die dir entgegenkommen. Natürlich auch immer der Geruch so von Feuer. Und es ist einfach schon sehr besonders. Die Stimmung ist da immer gut. Ich habe da seit 10 Jahren oder in den 10 Jahren, wo ich da jetzt hingehe, mittlerweile noch nie erlebt, dass da irgendwie so reinkamst und eine gedrückte Stimmung erlebt hättest. Kenne ich nicht. Es stehen dann auch vereinzelt schon viele Schausteller eben dort, zum Beispiel in Ritterkostümen oder verschiedene andere Artisten, die dir entgegenkommen, und das ist schon einfach eine sehr besondere Atmosphäre. Und ich weiß, dass ich im Studium im Theater hatte ich eine Kommilitonin, die eben dort auf dem Ritterturnier in einer Gruppe 3 Wochen lang auf dem Gelände gelebt hat und dort dann eben auch Arbeiten gemacht hat und gezeigt hat und ja dann möglichst eben so gelebt haben wie in der Zeit eben. Und es gibt da viele Möglichkeiten zu essen. Es gibt also so viele Essensstände. Wir sind jetzt eben Vegetarier und da gibt es aber auch wirklich genug Auswahl. Also da gibt es immer diese Knödeldreherei, heißt es, glaube ich. Da kannst du alle möglichen Arten und Formen von Knödeln essen, herzhaft und süß. Dann gibt es auch immer oft was mit Käse oder käselastige Sachen, Käsespätzle, dann Schupfnudeln, dann E-Mail gekriegt. Dann etwas hieß Käsnockern, das war dann wie so eine Art Burger mit so einem Käsepatty drin. Also wenn du Vegetarier bist, dann gibt es da auch noch unendlich viele Möglichkeiten zu essen. Und für Fleischesser sowieso. Und Getränke am liebsten in den Tonkrügen, so eine richtig eiskalte Paulaner Spezi. Das beste Spezi, was es gibt, finde ich. Und also ich trinke keinen Alkohol und es gibt natürlich auch viel Auswahl an alkoholhaltigen Getränken, wenn man das möchte, die dann auch eiskalt in solchen Tonkrügen häufig eben ausgegeben werden. Da ist auch ziemlich viel Pfand drauf auf diesen Krügen, aber das hält das Getränk auch richtig lange eiskalt und das, ja, das gefällt mir. Ich trinke gern kalte Getränke. Und dann gibt es auch immer auf diesem Marktplatz irgendwann Eis. Da das Festival im Sommer stattfindet, ist das schon eine gute Sache, dass es Eis gibt. Und das leckerste oder die leckerste Sorte, wie ich finde, ist Bayerisch Creme. Bayerisch Creme, falls ihr dort seid, unten auf dem Marktplatz. Das gibt es eigentlich jedes Jahr. Und wir waren dort eben direkt am ersten Wochenende, also am ersten Samstag. Freitags ist ja an dem ersten Wochenende immer noch die Gauklernacht. Das sieht auch super aus. Habe ich noch nie hingeschafft, aber ist sicher auch sehr lohnenswert. Aber wir waren am ersten Wochenende, an dem ersten Samstag und haben den ersten Geländeumzug mitbekommen. Geländeumzug heißt eben, dass alle Musiker, Darsteller, Schausteller und so weiter eben über das Gelände laufen. Es wird Musik gespielt, was gezeigt und so weiter. Und das war mega cool. Die Leute waren, die Teilnehmer quasi, waren richtig gut drauf und es hat auch richtig Spaß gemacht, da dabei zu sein.
Und besonders witzig ist auch immer unten das Gebiet von den Schwarzen Rittern. Und bei dem Umzug kam eine Dame, also eine Schaustellerin, die hat was mit Feuer gezeigt und lief eben an diesem Bereich, an diesem, wie sagt man, ja, an diesem Bereich eben von den Schwarzen Rittern vorbei mit ihrer Kunst, was sie eben gezeigt hat. Und in dem Moment zündeten die Schwarzen Ritter so ein riesiges Feuer an. Und das war halt mega witzig. Und auch die einzelnen Gruppen, es ist Wahnsinn, was die Darsteller für Kostüme tragen, wie detailliert, wie genau die gearbeitet sind und manchmal die Haare, wie kunstvoll die auch gestaltet sind. Das ist schon sehr beeindruckend. Und es gibt dann auch wirklich unglaublich viele tolle Stände, wo Menschen Handwerk zeigen. Da war zum Beispiel ein ganz riesiger Stand von einem Schmied. Der war so schön, dieser Stand. Da konntest du dann eben Schwerter kaufen. Da gab es auch Messer, alles mögliche Schmiedekunstmäßige. Aber hatte auch seinen Preis natürlich. Aber es war wahnsinnig detailliert gearbeitet und er hatte wirklich so einen ganz tollen Stand, das weiß ich noch. Dann gibt es da auch verschiedene Darsteller, die Wolle spinnen oder andere Handwerker zeigen, die es so halt nicht mehr gibt. Dann gibt es da natürlich auch ganz viele Artisten, also Akrobatik, Musik, Jonglage, Feuerspucken, also alles Mögliche. Das kann man sich auch gar nicht alles angucken, weil das Angebot ist wirklich riesig. Da ist für jeden was dabei. Es gibt natürlich auch einen Bühnenplan, wo man dann schon vorher schauen kann, wen man gerne sehen möchte und kann sich das dann auch schon vorher so planen. Und natürlich gibt es da unglaublich tolles Kunsthandwerk, Stände mit ganz tollem Schmuck, Holzarbeiten, Büchern, alles mit Kämme, Bürsten, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Und dann gibt es eben das große Turnier am Abend. Jetzt, wo meine Kinder noch so klein sind, macht es noch nicht so viel Sinn, sich Tickets für das Turnier selber mitzukaufen. Ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Was wir machen, wenn ihr vielleicht kleine Kinder habt, die das jetzt auch noch nicht schaffen, sich die ganze Show anzusehen, dann macht es eben mehr Sinn, sich ganz oben, ganz hinten mal in die Arena zu stellen und mal einen Moment zu schauen. Es ist unglaublich voll, unglaublich voll. Ich habe das noch nie erlebt, dass da irgendwie leer war oder freie Plätze oder so. Also von daher, und ihr müsst auch wissen, oben kommen dann auch häufig die Schauspieler, die Darsteller, Akteure lang mit den Pferden und unter Umständen, wenn die Kinder nicht mitmachen, kommst du dann auch nicht unbedingt so schnell wieder raus, aber meistens geht es dann schon irgendwie, ja, also wenn die dann keine Geduld mehr haben. Genau, und so funktioniert es für uns eigentlich ganz gut, dass man sich jetzt nicht wirklich Sitzplätze für das ganze Programm kauft, sondern einfach mal oben sich hinstellt und eine Weile zuguckt. Und das Turnier selber, das ist natürlich ganz toll, das ist unglaublich aufwendig, die Arena ist wie gesagt voll, die Leute sind gut drauf.
Und besonders schön ist es auf dem Gelände, also wenn ihr die Möglichkeit habt, eben am Abend. So, ansonsten war das jetzt hier unser Video zum Kaltenberger Ritterturnier. Falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann am Freitag. Bis dann. Ciao.